Also, hallo allesamt, wir sind Team 1, PuzzleWeb. Am Anfang würden wir gerne nochmal unser Team vorstellen. Unser Team besteht aus Alexia Dalski, Dennis Forschert, Maximilian Seechmüller, Sam Eberl und Stefan Perko. Über Dennis, unseren Juristen, sind wir überhaupt erst auf den Hackathon aufmerksam geworden. Zum Glück hat Dennis ein großes Interesse in letzter Zeit an Legal Tech entwickelt und deswegen sind wir heute hier. Wir hatten eine Menge Spaß und hier ist, was wir gemacht haben. Genau, während des Brainstormings erzählte Dennis uns dann, dass es eine freie Datenbank mit Urteilen gibt und wie cool es doch eigentlich wäre, diese mal mit Artificial Intelligence auszuwerten. Und das war, glaube ich, so ein Schlüsselmoment, denn daraufhin meinte Stefan gleich, unser Mathematiker, dass er eigentlich ziemlich viele technische Ansätze kennt, die sich mit der Auswertung von großen Textdokumenten wie beispielsweise Urteilen auskennen. Und ziemlich schnell kamen uns dann immer mehr Ideen für ein Tool, welches es auf diese Art noch nie in Deutschland gab. Und so sah der Plan dafür aus. Wir greifen auf die Datenbank Open Legal Data zu und mit Hilfe eines Algorithmus analysieren wir die Entscheidung des Gerichts und die dazugehörigen Sachverhalte. Und diese Informationen speisen wir dann in ein Machine Learning Model ein und können somit für andere Sachverhalte ebenfalls die Erfolgschancen vor Gericht so etwas abschätzen. Und dazu verwenden wir Natural Language Processing. Natural Language Processing ist ein Schnittgebiet der Informatik, Linguistik und künstliche Intelligenz. Es geht dabei darum, riesige Datensätze natürlicher Sprache zu verarbeiten und zu analysieren. Um diese schwierige Aufgabe in nur 2 bis 3 Tagen zu bewältigen, hat Sam, unser Maschinenbauer, mit seinem Wissen vom Projektmanagement eine Arbeitsstruktur erstellt. Wir haben einen Projektcharter erstellt, welches uns Überblick und die Richtung unserer Anwendung vorgibt und dann die Arbeitspakete in die Deliverable-Struktur eingegliedert. Und so sieht nun unser Grundaufbau aus. Die Rohdaten werden verarbeitet und dann dem NLP-Modell übergeben, welches diese in 2 Trainingsschritten lernt. Bei der Anwendung erhalten wir als Input von dem Rechtsberater die Erläuterung des Sachverhaltes. Und so sieht das dann aus. Das ist SuitCheck. Gebt hier einfach einen Sachverhalt ein, klickt Submit und schon schätzt SuitCheck die Erfolgsaussicht der Klageschrift. Diese Einschätzung kann auch als übersichtliches PDF mit allen wichtigen Informationen zum Fall gespeichert werden. SuitCheck ist somit eine verlässliche Unterstützung bei der Analyse des Prozessrisikos. Den Link zum Mockup stellen wir am Ende der Präsentation online. Werft gerne mal selbst einen Blick darauf. Die Ausarbeitung dieses Konzeptes war spannend, brachte uns aber auch vor Herausforderungen. Die Aufarbeitung und Einordnung der Daten und die Kompatibilität der Programme brachten uns ganz schön ins Spitzen. Allerdings haben wir bereits alle technischen Voraussetzungen abgeklärt, um unsere Vision in Zukunft verwirklichen zu können. Eine vergleichbare Fragestellung aus dem englischen Sprachraum wurde bereits erfolgreich mit der modernen FastAI API gelöst und wir wissen, dass diese Lösung auch für SuitCheck funktioniert. Nun zu einem der wichtigsten Punkte. Wofür ist jetzt das Ganze gut? Sobald die Anwendung vervollständigt ist, wird sie die Einschätzung der materiellen Erfolgschancen eines Falles vor Gericht erleichtern, damit ein effektiveres Kosten-Risikomanagement ermöglichen und dem Anwender Zeit ersparen. Durch eine Erweiterung könnte sie eventuell sogar abschätzen, zu welchem Gericht man wohl am besten geht, um seine Chancen zu erhöhen. Und jetzt noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wir wollen die Sache rund machen. Das Ziel ist es jetzt, so ein Tool in den Alltag eines Juristen wirklich echt nutzbar zu machen. Was wir dafür benötigen, sind Daten, Zeit und eventuell der Ansprechpartner in diesem Bereich. Realistische Ziele. Dieser Hackathon hat uns enorm viel Spaß gemacht und uns gefordert. Und wenn ihr dieses Thema genauso aufregend findet wie wir, dann unterstützt uns. Wir freuen uns riesig darüber. Alles, was wir erarbeitet haben und jegliche Daten und Code, haben wir online hochgeladen. Und jeder, der möchte, kann sich das dann natürlich gerne anschauen. Wir danken euch für die Unterstützung und wünschen dem nächsten Team viel Erfolg. Vielen Dank.
Ja, also ich würde sagen, wenn ich dazu was sagen kann, man hat schon erfolgreich KI angewendet, um andere Texte zu analysieren. Zum Beispiel, es gab dieses Beispiel mit Movie Reviews, da geht es darum zu klassifizieren, wurde der Film positiv bewertet oder negativ bewertet. Und das scheint sehr gut zu funktionieren. Und in vielen Bereichen schlagen neue Deep Learning-Methoden alle bisherigen Methoden, die es jemals davor gegeben hat, auch zum Beispiel bei der Bildverarbeitung, erkennen Hunden, Katzen und sowas. Und halt seit neueren Jahren auch durch neue Technologien in den Bereichen der KI, auch halt in der Textverarbeitung hat man vielleicht auch gehört von Transformer-Methoden, BERT und GPT-3, die zum Beispiel Blogs generieren, die aussehen, als wären sie von Menschen geschrieben worden, aber sie wurden komplett künstlich generiert. Also wir können natürlich nicht sagen, dass es absolut richtig sein wird, aber ich denke, es gibt große Hoffnung zu glauben, dass dass wir eine Wahrscheinlichkeit bekommen, die dem Juristen dabei hilft, die Lage noch ein bisschen besser einschätzen zu können. Ich hoffe, Also das hat es irgendwie beantwortet. man darf auch dazu sagen, wenn man jetzt davon redet, Movie-Reviews richtig einzuordnen, dann ist das keine triviale Aufgabe, weil womit früher große Probleme entstanden sind, waren zum Beispiel oft angewandte Stilmittel wie Ironie. Und früher war das ein Riesenproblem, aber in den letzten Jahren hat sich da eben mit den von Stefan genannten Modellen, gab es da große Sprünge, also Multifit und die neuen BERT-Modelle und wir sind also, denke ich, zu Recht sehr zuversichtlich, dass eben diese Einschätzung qualitativ hochwertig ist. Im Rahmen des Hackathons haben wir das noch nicht geschafft, wegen, wie man das kennt, technische Problem. Also wir haben dieses Beispiel in den Movie-Reviews nachvollziehen wollen und das hat auch schon mal funktioniert. Die haben irgendwas in ihrem Paket geupdatet und jetzt kann man das nicht mehr die offiziellen Beispiele ausführen. Deswegen müssen wir dann in den nächsten Tagen schauen, wie wir dieses Problem beheben. Und dann brauchen wir noch als Erweiterung von dem Projekt quasi die Klageschriften, weil die ja wesentlich variierte Formulierungen haben, als was dann im Tatbestand in den Cases stehen, was wir aber zur Verfügung haben. Das heißt, da muss an beiden Stellen quasi in der Zukunft noch weitergearbeitet werden. Genau, also wie wir das auch schon angekündigt haben, wir sind tatsächlich außer Dennis nicht so sehr aus dem juristischen Bereich und was uns aber auf jeden Fall helfen würde, ist Zeit und Daten. Und quasi das kombiniert natürlich mit einer juristischen Expertise. Da sind wir eigentlich tatsächlich ziemlich optimistisch, dass das funktionieren sollte. Dass diese Methoden, die uns das ermöglichen würden, absolute Hot Topics sind und jetzt gerade erst überhaupt in der Entwicklung sind, das ist klar. Das ist ein Schritt für den nächsten. Aber ich denke auf jeden Fall mit Zeit und Daten sind wir da eigentlich alle sehr optimistisch eingestellt, oder? Also das denke ich, was die Klageschriften angeht, müssten wir da definitiv in eine Kooperation gehen, weil das nicht so zu uns zur Verfügung steht. Aber die Urteile, also kann man gut auch fürs Vortraining des Modells und zur Validierung des Konzepts verwenden. Und die finden wir alle online. Tatsächlich haben wir jetzt auch im Rahmen des Hackathons erfahren, dass das in der Legal Community gar nicht bekannt war, dass diese Daten online existieren. Also da gab es überraschte Gesichter. Aber das ist also eine hochqualitative Datenbank und zumindest die Urteile, da haben wir genug. Genau, also in Ergänzung dazu, also man würde dann wahrscheinlich mit Großkanzleien arbeiten, die eben größere Datenbanken haben, was Klageschriften angeht. Und dann eben das bei denen ausführen sozusagen, weil die wollen natürlich die Daten nicht exportieren. Und was auch noch so ein Anwendungsbeispiel für das gleiche Modell wäre, wo man das sozusagen noch den Bereich erweitern könnte, sind auch Vergleichsvereinbarungen bei größeren Institutionen, also eben bei größeren Kanzleien, die das dokumentiert haben, wie die Vergleiche in der Vergangenheit abgelaufen sind. Das könnte in Zukunft helfen, abzuschätzen, wie sehr man sozusagen bei Vergleichen pokert. Also welchen Wert man sozusagen, welches Geld man von der gegnerischen Partei fordert bei einem Vergleich. Also das müsste sich jetzt nicht nur auf die Klageschriften sozusagen eingrenzen lassen, sondern man kann auch den Bereich dahingehend erweitern. Ich würde dazu sagen, das ist in dem Fall sehr schwierig, dass quasi der Vorzug an KI sitzen, dass sie sehr mächtig sind und der Nachteil ist, dass sie nicht interpretierbar sind. Also man kriegt in vielfach verlässliche Ergebnisse oder ja, also die nah an der Realität sind, aber meistens kann man nicht argumentieren, warum die stimmen. Das ist einfach der Technologie geschuldet.
Man kann zum Beispiel das so weit erweitern, dass man quasi Rauschen in das System reinbringt, dann kann man zumindest dann, indem man das mehrfach laufen lässt, auch noch eine Wahrscheinlichkeit bekommen, wie quasi sicher man sich mit dem Ergebnis ist. Aber leider kann man keine Argumentation ableiten daraus. Natürlich wäre auch das Tool auch als Anwendung für Laien denkbar, dass die sozusagen den Sachverhalt eintippen können. Das bräuchte aber noch weitere Entwicklung. Genau, also das war jetzt nur der Kern und der Start. Es gibt natürlich viele Entwicklungsmöglichkeiten für das Modell an sich.